Herzlich willkommen zum neuen Video. Diese Woche nehmen wir dich mit in unseren spontanen Alltag. Wir haben nichts geplant und fahren einfach drauf los. Mal schauen, wo wir landen. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass wir am Ende an einem Ort landen, wo wir eigentlich direkt wieder abhauen und die Biege machen wollen, aber aus einem ganz besonderen Grund dennoch dort bleiben müssen. Wir waren jetzt 2 Wochen an diesem Stellplatz und ja, dafür, dass der mitten in der Stadt war, haben wir uns echt sehr, sehr wohl gefühlt. Nebendran war direkt so ein Fußballplatz, das heißt, es war immer abends Training und Spiele, sodass es generell ein belebter Ort war, wo man sich relativ sicher gefühlt hat, auch wenn man jetzt nicht am Bus war. Und ja, das Meer war 5 Gehminuten entfernt, das Fitnessstudio war 5 Gehminuten entfernt. Dann gab es direkt nebendran eine Tankstelle inklusive Waschsalon. Und das war echt perfekt und mich wundert selber, weil eigentlich mag ich es nicht so gerne und nicht so lange in Städten zu stehen. Aber ja, wie schon gesagt, wir haben uns sehr wohl gefühlt. Und ja, jetzt haben wir auf jeden Fall keinen Plan, wo wir hinfahren. Wir fahren einfach drauf los, weiter in den Süden. Wir müssen schauen, dass unterwegs noch ein Biomarkt kommt. Da müssen wir unbedingt noch was besorgen. Und ja, wir sind auf jeden Fall mal planlos unterwegs. Planlos in Spanien. Oder Schatz, hast du einen Plan? Biomarkt. Biomarkt. Und eventuell einen Handyladen. Was brauchen wir da? Wir brauchen nämlich eine möglichst spanische Prepaid-SIM-Karte ohne Mindestlaufzeit. Als Tipp, wenn ihr eine spanische SIM-Karte braucht, bitte Finger weglassen von Vodafone. Also das war selbst in Valencia in der Stadt die reinste Katastrophe. Goodbye Valencia. Schön war's. Wir kommen wieder nächstes Jahr. Beim Rausfahren aus Valencia haben wir so ein riesen Industriegebiet entdeckt und das gehen wir jetzt mal auschecken, denn hier ist ein Biomarkt, ein riesen Supermarkt und da drin soll auch ein Handyladen sein. Und camperunfreundlich, Höhenbegrenzung 2,30 Meter. Erstmal den Schnuppertest. Das riecht komplett neutral. Ja. Wegen Backen wäre es halt ultra wichtig, dass wir irgendwie an Roggen kommen oder zumindest mal ein Roggenmehl. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal Haferkörner gefunden. Zwar leider nur 3 kleine Packungen, aber besser als nichts. Und wir holen schon mal 2 Kilo Buchweizen. Damit kann man alles Mögliche machen. Ja, I'm happy. Ich habe zwar keine ganzen Roggenkörner gefunden, aber Harina de Centeno heißt Roggenmehl. Integral heißt Vollkorn. Next try, Handyladen. Wir probieren es jetzt mit der SIM-Karte. SIM-Karte, check. Und das ging richtig schnell. Saugeil. So Leute, ich sag's euch, Einkaufen macht hungrig, deswegen essen wir erstmal was. Wir haben hier in diesem Industriegebiet einfach ein Bauhaus entdeckt. Das ist auf jeden Fall krass wie in Deutschland. Denn unser Gas ist ja leer. Wir haben jetzt noch ein paar Kartuschen gekauft, auch als Backup, weil nur mit einer angebrochenen Kartusche rumzufahren, falls unser Gas ausfällt, wäre echt doof. Und wenn wir weiterfahren, ist auf jeden Fall die nächste große Mission, zumindest für diese Woche, dass wir es schaffen, unsere deutsche Gasflasche aufzufüllen. Wir sind irgendwie heute nicht wirklich weit gekommen. Insgesamt gefühlt nur eine halbe Stunde gefahren und waren jetzt gefühlte 3 Stunden einkaufen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt noch ungefähr so ein Stündchen, denn dann wird es auch schon dunkel. Mal schauen, wo wir landen. Einen wunderschönen guten Morgen von unserem neuen Stellplatz. Wir stehen hier irgendwo mitten in der Pampa. Ich schreibe euch den Ort mal hier unten rein und es ist echt nice. Es ist relativ nah an der Autobahn, weil wir Strecke machen wollten, aber gestern doch alles lange gedauert hat. Aber wir haben hier echt einen geilen Platz gefunden. Vor allem ist heute Morgen einfach so übertrieben schön die Sonne aufgegangen. Also ich habe selten das gesehen, dass es so richtig rot, rosa und in Pastelltönen ist und dann auch von allen Seiten. Das war richtig krass. Hier hinterm Van war alles richtig rosa und da hinten ist die Sonne aufgegangen. Die ist jetzt leider hinter den Wolken noch versteckt.
Aber wenn ihr nochmal rauskommt, dann packe ich auf jeden Fall nochmal die Drohne aus und fliege hier mal ein bisschen rum. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ja, wir wollen jetzt frühstücken und das ist bei uns immer dasselbe Problem, dass keiner die Kühlschranksachen ausräumen will. Deswegen spielen wir jetzt Schnick, Schnack, Schnuck. Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich hasse das. Das ist die Kammer des Grauens. Weil die Frühstückssachen sind ganz unten. Tofu. Noch mehr Tofu. Und Weihnachten steht ja bald vor der Tür und irgendwie sind wir noch gar nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Ich denke mal, es liegt auch mit am Wetter, obwohl es eigentlich auch schon echt kalt ist. Oder wir gewöhnen uns einfach an die Temperatur. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an mit Weihnachtsmusik, damit wir so ein bisschen in diese Stimmung reingeslittert werden. Und wir räuchern. So ein Räuchermännchen wäre vielleicht noch cool. Kennt ihr den noch von früher? Wo aus der Pfeife dann der Smoke rauskommt? Das war mal cool. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing. Is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your Gestern auf dem Weg zum Spot, wo wir übernachtet haben, haben wir so ein Schild gesehen, dass es hier einen Wasserfall gibt. Und da sind wir jetzt hingefahren und das Witzige ist, die Stadt ist einfach nach meiner Traumfrau benannt, nämlich Anna. herzlich willkommen in Anna. Aber wir gehen jetzt mal den Wasserfall erkunden und nehmen dich wie gewohnt mit. Hier sind doch überall so, ja, Plantagen, die nicht mehr genutzt werden. Hier ist jetzt eine Orangenplantage und das ist so schade, dass es einfach komplett verwildert, weil es niemand weiterführt. Ja, schade um die ganzen leckeren Früchte, die da dran hängen. Ich glaube, wir holen uns danach ein paar. Und ich glaube, wir haben jetzt gleich ein Stairmaster-Workout vor uns. Ach nee, Erstmal Treppen runter. ich hab Muskelkater. Und danach Treppen hoch. Wir schaffen das schon. Boah, wir stehen hier direkt am Wasserfall und da wird einem echt anders, wenn es da so steil runter geht. Es war noch nie so leicht wie hier an so einen geilen Spot zu kommen. Es war eigentlich bisher immer mit
viel Aufwand verbunden und mit vielen Stufen. Und hier ist man irgendwie direkt da. Ich finde es richtig cool. Und da ist dann Anna. Kann ja eigentlich nur gut sein, ne? Schaut mal, das ist die Plantage und die ist komplett zugewachsen. Sadie? Er ist irgendwo mitten in den Tiefen der Plantage. Aber ich habe richtig Lust, mich einzukuscheln bei dem Wetter, schön Kerzen anzumachen. Ich habe irgendwie richtig Bock auf einen leckeren, gesunden Kuchen. Wie so einen geilen Apfelkuchen mit Crumble obendrauf und Zimt. Boah. Ach, da hinten bist du. Wo kommst du denn? Weil da ist weniger dort. Ah. Ich glaube, die schmecken alle. Ja? Krass. Bei den 4 weiß ich nicht, ob die schmecken, aber ich habe ja die ganze Beuteltasche voller geiler, frisch gepflückter Bio-Orangen, weil das ist so verlassen. Da kann auf jeden Fall keiner kommen und was spritzen. Vor allem nicht bei dem ganzen Unkraut, was da wuchert. Das ist geil. Ich habe ja so Lust, wie eben schon gesagt, auf Apfelkuchen. Deswegen gibt es jetzt ein Porridge mit Äpfeln drin und Rosinen und ein übelst geiles Spekulatiusgewürz. Ich habe mir das extra damals in einer großen Packung gekauft, beziehungsweise meine Mutter hat mir das geholt, weil die kleinen, die habe ich verschlungen immer, die waren viel zu schnell leer. Und ja, dann kommen noch ein paar Nüsse rein, neutrales Eiweißpulver und ja, dann lassen wir uns das schmecken und machen jetzt schön Kaffeezeit. Ich habe da richtig Bock drauf und Zimt kommt auch noch mit rein. Boah. Schmeckt ein bisschen wie Wildreis. Das ist doch geil. Boah Leute, das ist hier auf jeden Fall mit allergrößtem Abstand der hässlichste Stellplatz, auf dem wir je waren. Und ich übertreibe meine Rolle nicht, aber hier ist echt alles bematscht, alles bemockt, komplett unbefestigt. Überall fliegt hier Müll rum und kaputte Autos stehen hier rum. Das ist echt crazy. Und wirklich alles ist hier hässlich. Es ist hässlich wie die Nacht. Nee, selbst bei Nacht ist es noch hässlich. Aber eine gute Sache gibt es, und zwar ist der Sprit günstig. Eine Sache ist in Spanien ultra geil. Das war die Tankstellenpreise. Ja, was bringen dir die Preise, wenn der Rest hässlich ist wie die Nacht? 1 Liter Diesel, 1,29 €, Junge. Zahl ich lieber 50 Cent mehr für die Schönheit. Alter, ey, was ist das hier? Wie sind wir bloß hier hingekommen? Ja, du hast ihn rausgesucht. Es war so eine Notlösung, weil hier direkt nebendran ist halt ein Supermarkt und ein Gym ist da hinten. Und ja, so rein infrastrukturmäßig ist das halt gut gelegen, wenn du zu Fuß in 1 Minute im Supermarkt bist, in 2 Minuten im Gym. Aber es ist echt hässlich, vor allem wenn es hier regnet, würden wir uns hier komplett festfahren. Also reinste Katastrophe hier. Hier ist ein Kackhaufen, da ist ein Kackhaufen, da. Überall fliegt hier der Müll rum. Guckt euch das an. Kompletter Schutt, kompletter Müll. Und das Chaos ist echt perfekt. Ja. Und noch einen Vorteil gibt's.
Wir haben einfach 23 Grad heute. Das stimmt. Ja, auf diesem wunderschönen, idyllischen Platz beenden wir dieses Video. Nein, Spaß, der Platz ist und bleibt einfach hässlich. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da, schreib gern deinen Kommentar, ob du auch auf so einem wunderschönen Platz hier campen würdest. Und es hat einen besonderen Grund, dass wir auf diesem Platz noch stehen und auch noch ein paar Tage stehen bleiben werden. Aber das erfahrt ihr auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin alles Gute und tschaußen.